Wer frühzeitig in Aktien investiert, die dazu prädestiniert sind, besser zu performen als der Markt, der wird ähnlich starke Renditen erzielen wie zuletzt mit Palantir, Hims & Hers oder auch Nvidia. Über Palantir sprachen wir auf diesem Kanal bereits Ende 2023, Video übrigens hier oben verlinkt. Alleine nur über ein Jahr gesehen steht die Aktie mit mehr als 400% im Plus. Ein Unternehmen, das ich sehr genau beobachte, ist die AST SpaceMobile Aktie aus den USA. Die Aktie ist bereits sehr gut gelaufen und steht year to date nur in diesem Jahr mit knappen 130% im Plus. Trotzdem sehe ich persönlich noch einiges an Upside. Und genau deshalb sprechen wir heute in gewohnt datengetriebener Manier darüber, was das Unternehmen eigentlich macht, weshalb es einzigartig ist, worauf ich im Moment genau achte, wie die aktuelle Bewertung und die Fundamentaldaten aussehen und auch darüber, wie ich die Aktie aktuell einschätze. Wird gut? Auf geht's! An der Stelle noch wie immer der Hinweis, nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlageberatung und auch keine Steuerberatung, sondern nur meine eigene Recherchearbeit und meine eigene Meinung. Wenn du meine Arbeit mit diesem Kanal unterstützen möchtest, machst du das am besten, indem du einen Like und vielleicht noch ein Abo dalässt, für dich komplett kostenlos. Am Ende entscheiden eigentlich nur zwei wirkliche Faktoren darüber, ob Unternehmen am Markt für starke Renditen in Frage kommen. Free Cashflow per Share, also der freie Cashflow pro Aktie, und die Nettoerträge. Unternehmen, die vielleicht jetzt aktuell noch keine hohen Cashflows erwirtschaften und sogar noch negative Nettoerträge aufweisen, parallel dazu aber ein starkes Businessmodell haben, das in Zukunft, wenn das Unternehmen so weitermacht, auf Wachstumskurs ist, dann haben wir sozusagen eine sehr gute Ausgangsposition. Wenn dann der TAM und somit Total Addressable Market auch noch sehr groß ist, umso positiver. Denn Unternehmen, die Milliarden an freiem Cashflow in Zukunft einfahren werden, sind Unternehmen, die der Markt meistens entsprechend belohnt. Sprechen wir aber erst einmal darüber, was AST SpaceMobile aus den USA überhaupt so besonders macht. Wir haben ein Unternehmen, das in Händen des Gründers ist, was ich immer sehr gerne sehe. CEO Abel Avellan hat das Unternehmen erst 2017 gegründet und führt es seitdem sehr erfolgreich. Unternehmen, die in Händen der Gründer sind deshalb so gerne gesehen, weil wir ein Management haben, das nicht nur daran interessiert ist, in jedem Jahr einen Multimillionen-Dollar Bonus zu kassieren, sondern da steckt meistens sehr viel Herzblut drin. Wir sind im Sektor der Raumfahrt und Telekommunikation. Ich sage immer wieder, dass der Raumfahrtsektor zu den Bereichen schlechthin gehört, in denen man sich aus meiner Sicht langfristig positionieren sollte. AST SpaceMobile möchte das erste weltraumgestützte, zellulare Breitband-Internet-Netzwerk aufbauen. Und sehr wichtig an der Stelle, ein Netzwerk, das direkt mit deinem Smartphone, das du in der Tasche hast, verbunden werden kann. Und das grenzt das Unternehmen sehr gut von Starlink ab. Wir alle kennen Starlink, ein Business, das zu SpaceX gehört und sogar möglicherweise in einigen Jahren per IPO an die Börse gehen könnte. Was Starlink so einzigartig macht, ist, dass wir Breitbandinternet selbst in den abgelegensten Regionen der Erde haben. Das erreicht Starlink durch Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn. Da Starlink zu SpaceX gehört und SpaceX die weltweit fortschrittlichsten Raketen baut, ist das eine perfekte Ergänzung. Diese Internetverbindung per Starlink bekommen wir durch die kleinen Terminals hier im Hintergrund, die sicher jeder schon einmal gesehen hat. Du kaufst dir für 300 € das Terminal, zahlst eine Gebühr von 50 € im Monat für den Standardtarif und du hast extrem schnelles Internet, egal wo. Ziemlich gutes und auch interessantes Businessmodell. Und hier haben wir die Abgrenzung von AST SpaceMobile zu Starlink. Wir haben eben keine gesonderte Hardware, die wir benötigen. AST kann Breitbanddienste ganz ohne zugehörige Hardware liefern. Die Verbindung ist genauso wie bei Starlink satellitengestützt und diese Satelliten baut das Unternehmen sogar selbst. Wir sind also beim Thema vertikaler Integration. Unternehmen, die sehr viel selbst in-house machen, sind in den meisten Fällen erfolgreicher als die Konkurrenz, weil sie eben nicht so stark auf Drittparteien angewiesen sind. Und genau das sehen wir hier sehr gut. Wir haben den Blue Walker 3 Satelliten, der aktuell noch in der Prototypphase ist, aber bereits funktioniert. Denn im September 2022 wurde genau dieser Satellit mit einer SpaceX-Rakete in die Erdumlaufbahn befördert und funktioniert seitdem tadellos. Wir haben hier also kein Unternehmen vor uns, das nur große Ankündigungen macht, sondern eines, das auch wirklich abliefert. Der Blue Walker 3 Satellit erlaubt 4G und auch 5G Datenübertragung und ist einer der größten kommerziellen Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn und das ist sozusagen das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens. Zusätzlich haben wir die sogenannten Bluebird-Satelliten, die wir hier im Hintergrund sehen. Das sind bisher 5 Stück gewesen, die AST im September 2024 gestartet hat und die bereits einen Monat später, im Oktober 2024, voll funktionsfähig waren. Die Bluebird-Satelliten sollen Teil einer Konstellation von Satelliten werden, also genauso wie auch SpaceX das mit Starlink aktuell abdeckt. Das Unternehmen plant
diese Konstellation auf 168 Satelliten auszubauen, um eine globale Abdeckung zu erreichen. Sehr positiv ist hierbei, dass wir bereits Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern in den USA haben, aktuell mit Verizon und AT&T, und hier sehen wir auch gleich den Zielmarkt, den das Unternehmen erreichen will, nämlich 100% Abdeckung der gesamten Erde. Das ist ein massiver TAM, der sehr bullish für die Aktie sein könnte. Zusätzlich möchte man ungefähr 70% aller amerikanischen Handynutzer erreichen. Und wie das funktioniert, dass AST die Kunden auch ohne zusätzliche Hardware wie Starlink erreicht, sehen wir hier. Wir haben die Satelliten in erdnaher Umlaufbahn, die niedrige Latenz bieten und den Endkunden ohne zusätzliche Hardware erreichen. Doch wie genau schafft das Unternehmen das überhaupt? Naja, AST hat eine eigene Satellitentechnologie entwickelt, die mit bestimmten Frequenzen arbeitet. Genauer gesagt, mit den Frequenzen, mit denen unsere aktuellen Smartphones bereits selbst arbeiten. Diese Frequenzen sind auch in der Lage, Gebäude oder dichte Vegetation zu durchdringen. Man kann sich die Satelliten also eher wie fliegende Mobilfunkmasten im Weltall vorstellen. Diese sozusagen fliegenden Mobilfunkmasten kommunizieren direkt mit unseren Smartphones, ohne dass wir zusätzliche Hardware benötigen. Neben einem bereits funktionierenden Produkt sind die zukünftigen Ambitionen das Wichtigste, um zu verstehen, wie viel Potenzial die Technologie hat. Das selbstgesteckte Ziel des Unternehmens ist, tote Zonen, also Zonen auf der Erde, auf der wir keinerlei Konnektivität haben, zu revolutionieren. Das möchte das Unternehmen durch die langfristige Skalierung der Satellitenkonstellation erreichen, und zusätzlich arbeitet man aktuell bereits an einem System namens ASUS, das die Bandbreite pro einzelnen Satelliten im kommerziellen Sektor verzehnfachen soll. Wir sind bereits im amerikanischen, europäischen, indischen und auch japanischen Markt unterwegs, wobei sich AST langfristig vor allem auf Länder wie Indien fokussieren will, in denen die Mobilfunkabdeckung noch weitaus geringer ist als bei uns. Ich finde also, wir haben hier einen direkten Konkurrenten zu Starlink von SpaceX, der es schafft, ohne weitere Geräte den Kunden direkt zu erreichen. Sprechen wir noch einmal detailliert über den TAM. Der globale Satellitenkommunikationsmarkt wächst bis 2029 auf knappe 300 Milliarden $, was ein massives Wachstum ist. Wir haben eine geschätzte jährliche Wachstumsrate bis 2029 von fast 9%. Wenn wir dann noch einmal spezifisch auf den Markt von kleinen Satelliten gehen, in dem das Unternehmen ja gleichzeitig auch investiert ist, hätten wir sogar eine jährliche Wachstumsrate von 16,4% auf noch einmal 30,6 Milliarden $ in 2034. Noch besser können wir das Ganze verstehen, wenn wir uns einmal anschauen, was uns das Unternehmen aus der Investorenpräsentation Anfang 2024 genau dazu sagte. Der globale Markt für Mobilgeräte liegt bei 1,1 Billionen $. Der für Geräte, die immer wieder von abgedeckten Zonen mit gutem Netz zu eher schlechteren Zonen ohne Netzabdeckung gehen, liegt bei 5,6 Milliarden, und das bedeutet, 42% der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu Breitbandkonnektivität. Dabei sind nahezu 90% der globalen Fläche komplett ohne Netzabdeckung. Der Bedarf der nächsten 8 Jahre von Geräten, die per Satellit direkte Kommunikation erlauben, liegt bei 67 Milliarden $. Ich finde, dass aber einzig und allein eine Zahl wichtig ist, wenn wir vom Zielmarkt sprechen, nämlich dass AST SpaceMobile darauf abzielt, 3 bis 5,5 Milliarden Menschen weltweit zu erreichen, bei einer aktuellen Weltbevölkerung von 8 Milliarden. Die 42%, die wir hier sehen, von 8 Milliarden Menschen, ergeben nämlich etwas mehr als 3 Milliarden potenzielle Nutzer. Der technologische Vorteil von AST SpaceMobile liegt darin, dass wir keinerlei spezielle und zusätzliche Hardware beim Endnutzer benötigen, anders als bei Starlink von SpaceX. Das Unternehmen hat bereits starke Verträge und Partnerschaften mit AT&T oder Verizon, hat eigene Satelliten und Software, die es sogar selbst entwickelt und die auch bereits funktioniert. Und ich finde, man sieht bereits jetzt schon das Potenzial der Skalierung des Unternehmens. Zumindest aktuell haben wir erst 5 der eher kleineren Bluebird-Satelliten und einen der eher größeren Prototypen namens Blue Walker im Orbit. Und trotzdem kann man mit dieser geringen Anzahl an Satelliten bereits die Verbindung für 3 Milliarden Menschen abdecken, was einfach noch einmal aufzeigt, wie stark diese Technologie sein kann. Erst im Januar 2025 hat Vodafone den weltweit ersten satellitengestützten Videocall per Handy durchgeführt, was unterstreicht, dass diese Technologie wirklich funktioniert. Wir haben hier also auf keinen Fall ein Unternehmen vor uns, das uns nur viel heiße Luft verspricht, da ist wirklich etwas dahinter. Sprechen wir über die größten Gefahren. In meinen Augen ist die Konkurrenz mit SpaceX wirklich massiv. SpaceX ist in bereits 80 Ländern aktiv und nichts spricht dagegen, dass es SpaceX langfristig genauso schafft, sich von der Hardware, die aktuell eingesetzt wird, zu lösen. SpaceX hat bereits über 7000 Satelliten und plant jetzt schon mit Starlink die eben angesprochene Hardware-Situation zu lösen. Heißt also, SpaceX könnte AST SpaceMobile hier sehr
sehr viel des geschaffenen Moats abgraben. Und wo wir gerade vom Thema Moat und SpaceX sprechen, der Vorteil, den AST SpaceMobile aktuell gegenüber Starlink hat, nämlich dass keine zusätzliche Hardware außer deinem Smartphone nötig ist, könnte bald schon gar kein Vorteil mehr sein. Hier haben wir einen Post von Elon Musk auf X vom 23. Juli, in dem er bestätigt, dass T-Mobile in den USA eine Partnerschaft mit Starlink einging und nur noch hier direkte Kommunikation zwischen Satellit und Smartphone möglich ist. Schreibt mir gerne an dieser Stelle in die Kommentare, wie ihr die Position des Unternehmens gegenüber SpaceX einschätzt. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne, wenn euch der Content bis hierhin gefallen hat, einen Like und Abo da. Kostenlos und immer gerne gesehen. Wir müssen aber auch festhalten, dass bei all diesen Risiken AST SpaceMobile auch hohes Potenzial bietet. Zum einen sind wir noch sehr früh bei dem Unternehmen dran und das Team hat bereits gezeigt, dass es durch vertikale Integration nahezu alles selbst in-house erreichen kann, was ich immer sehr positiv sehe. Außerdem ist der Zielmarkt, wie wir eben sahen, wirklich massiv. Selbst wenn SpaceX also mit Starlink früher oder später genauso in der Lage ist, den Service ohne zusätzliche Hardware zur Verfügung zu stellen, ist der Markt meiner Meinung nach groß genug, auch für mehrere Player neben SpaceX bzw. Starlink. Was die Fundamentaldaten betrifft, haben wir 44% Umsatzwachstum gegenüber des Vorjahres, aktuell noch kein Gewinnwachstum und auch keinerlei Profitabilität. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei AST noch sehr früh dran sind. Das Unternehmen wurde erst 2017 gegründet und ging erst 2021 per IPO an die Börse. Die Bruttomargen und auch das Return on Investment sind entsprechend im negativen Bereich, was bei jungen Wachstumsunternehmen aber keine Seltenheit ist. Die Umsätze sehen sehr wild aus, sind aber sehr schnell erklärt. Wir haben in 2023 nahezu überhaupt keine Umsätze und das hängt damit zusammen, dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklungsphase waren und das Unternehmen gerade am Start der Satelliten, über die wir heute sprachen, arbeitete. Man hat also aus den Umsätzen, die wir hier vorher in 2020, 21 und 22 sahen, geschöpft und damit diese Entwicklungen bezahlt. Ab 2024 sehen wir aber wieder kontinuierliche Umsätze, die so langsam aber sicher wieder in eine gesunde Richtung gehen. Wichtig ist hier, dass AST diesen Trend so fortsetzt. Die Nettoerträge sind durchgängig negativ. Das ist etwas, das mir in der Vergangenheit aber sehr oft dabei geholfen hat, Unternehmen zu kaufen, bevor der Markt sie entsprechend einpreist. Sobald die Nettoerträge hier in den positiven Bereich springen werden, werden wir sehen, dass die Aktie sehr stark reagiert. Die einzige Frage ist nur, wann das soweit sein wird und ob AST in der Lage ist, die starke Position, in der sie sich befinden, entsprechend in Nettoerträge umzuwandeln. Das ist gleichzeitig das Risiko, aber auch die Chance bei der Aktie. Die Cashflows sind natürlicherweise negativ. Wir sind in einem hochtechnologischen Sektor. Die Produkte haben erst vor kurzer Zeit zeigen können, dass sie funktionieren und aktuell befindet man sich erst im Aufbau. Dass wir also noch negative Cashflows haben und Geld verlieren, sollte niemanden wundern. Schulden? Welche Schulden? Mit Stand zum ersten Quartal 2025 haben wir 873 Millionen Dollar in Cash bei nur verschwindend gering 12 Millionen Dollar Schulden. Das ist auf jeden Fall als sehr positiv hervorzuheben und das zeigt uns auch gleichzeitig, dass das Unternehmen zumindest in nächster Zukunft keine Kapitalerhöhungen am Markt benötigt und die eigenen Technologien auch komplett selbstständig ausbauen und in sie investieren kann. Einer der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte überhaupt, nämlich die Ausgaben in R&D und damit in Forschung und Entwicklung, sehen sehr gut aus. Wir haben durchgehend höhere Investments in R&D als in SG&A, was die Vertriebsgemeinkosten sind. Lediglich jetzt im ersten Quartal 2025 hat das Management weniger in Forschung investiert. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Hauptteil der Satellitenentwicklung in 2022 und 2023 war. Dass wir da jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so viel wie früher investieren müssen, ergibt Sinn. Ganz persönlich wäre mir aber wichtig zu sehen, dass dieser Trend hier langfristig zurück zu R&D geht. Wir gehen auf die Aktie und stehen aktuell bei etwas mehr als 47 Euro, bei einem noch sehr geringen Market Cap von knappen 18 Milliarden Dollar. In meinen Augen kann die AST SpaceMobile Aktie von hier aus zum Multibagger werden, dafür muss das Unternehmen aber abliefern. Und beim Thema abliefern sei gesagt, wir werden wahrscheinlich erst in 2026 oder 2027 positive Cashflows pro Aktie sehen. Sobald wir aber diese positiven Cashflows je Aktie sehen, wird die Aktie entsprechend reagieren. Wir haben hier also ein Unternehmen vor uns, bei dem wir in meinen Augen Geduld brauchen und ziemliches Risiko haben. Year to date ist die Aktie bereits knapp 130% im Plus und seit IPO, das in 2021 war, mit knappen 430%. Die Aktie ist also schon sehr gut gelaufen. Trotzdem bin ich relativ positiv eingestellt und plane, eine Position aufzubauen. Ich muss aber auch sagen, dass es keine große sein wird. AST SpaceMobile ist eine Aktie, in der ich langfristig gesehen lieber investiert sein will, als nicht investiert
investiert zu sein. Wir haben solide Liquidität, aktuell noch keine Gewinne, aber trotzdem hohe Wachstumserwartungen. Wie ich finde, ist bei AST entscheidend, wie die nächsten Quartalsberichte aussehen. Wenn wir beim nächsten, der am 13. August sein wird, sehen, dass die Cashflows so langsam positiver werden, beziehungsweise die Verluste runtergehen, wird das ein Argument dafür sein, dass dieses Unternehmen sehr hohe Chancen hat, den Wachstumskurs fortzusetzen, und auch erst dann ist die Aktie für mich ein Kauf. Ich kann zum Abschluss sagen, die Aktie ist in jedem Fall äußerst interessant und könnte zu den Top-Performern der nächsten Jahre gehören. Der Zielmarkt ist riesig, die Technologie funktioniert, das Unternehmen ist in Händen des Gründers und wir sind gerade erst am Anfang der Skalierung. Wer in das Ding investiert und erwartet, innerhalb von 6 Monaten zu verdoppeln, macht aus meiner Sicht einen Fehler. Wer dem Unternehmen und den Zahlen aber folgt und sich vielleicht noch etwas geduldet, könnte hier äußerst stark belohnt werden. Damit hoffe ich, dass ihr euch alle vollständig zum Unternehmen und zur Aktie abgeholt fühlt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zu all dem in die Kommentare schreibt und ich bedanke mich wie immer für euren Support. Ihr seid wirklich die Besten, ich sage danke und wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag.